Stell dir mal vor, du stehst kurz davor, einen richtig wichtigen Vertrag zu unterschreiben. Also nicht für ein neues Handy oder so. Nee, absolut nicht. Genau, sondern es geht um gar kein geringeres Ding als ein Vertrag mit einem kompletten Staat. Du gibst einem Land ein formelles Versprechen über deine innersten Überzeugungen. Das ist ein gewaltiger Schritt. Absolut. Und das ist leider oft in total sperrigen Amtsdeutsch verpackt. Und damit ein ganz herzliches Willkommen bei Deutsch klingt. Schön, dass du heute wieder bei uns bist. Genau, willkommen. Bei unserem Kanal für den wirklich tiefen Einblick in die deutsche Sprache. Ja, und heute haben wir eine ganz besondere Mission. Unter unserer ersten Lektion zu diesem Thema habt ihr nämlich die Kommentarspalte regelrecht, also wirklich, zum Explodieren gebracht. Das war Wahnsinn, ja. Ihr habt geschrieben, wir haben den ersten Teil verstanden, aber bitte, ihr müsst uns unbedingt auch den zweiten Teil von diesem Formular für den Einbürgerungsantrag erklären. Und euer Wunsch ist natürlich unser Auftrag. Ganz genau. Aber hey, bevor wir richtig loslegen, nimm dir genau jetzt eine Sekunde Zeit, abonnier den Kanal Deutsch klingt, klicke auf Gefällt mir, schreib uns nachher deine Gedanken in die Kommentare und teile diese Lektion mit allen, die sich auch auf diesem Weg zur Einbürgerung befinden. Das hilft uns enorm. Und wie gesagt, wir haben den ersten Teil dieses zentralen Dokuments ja bereits veröffentlicht und besprochen. Richtig. Wer das noch nicht kennt, gerne da mal reinschauen. Ja. Wer diesen zweiten Teil heute vor sich liegen hat, der steht wirklich kurz davor, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. Das heißt, wir sprechen hier nicht über eine nette Empfehlung oder so einen simplen Sprachtest. Nein, genau. Wir sprechen über eine absolute juristische Pflicht. Du musst diesen Text nicht nur unterschreiben, du musst wirklich jedes einzelne Wort inhaltlich durchdringen. Und weil das so extrem wichtig ist, nehmen wir uns für unsere heutige ausführliche Lektion auch sehr viel Zeit. Wir werden in extrem einfachem, deutlichem und wirklich langsamem Deutsch sprechen. Damit am Ende keine einzige Frage mehr offen bleibt. Das ist der Plan. Also wir fokussieren uns heute ausschließlich auf den Punkt 2 dieses Merkblatts. Die Überschrift lautet ganz schlicht Loyalitätserklärung. Ein großes Wort. Ja, total. Also wenn ich das Wort Loyalität höre, denke ich irgendwie an Freundschaften oder, an treue Fußballfans oder so. Verlangt die Behörde hier von dir, dass du Deutschland liebst? Das ist ein interessanter Gedanke, aber nein. Der Staat verlangt keine emotionalen Gefühle oder Liebe. Okay, das wäre auch schwer zu prüfen. Richtig. Loyalität bedeutet in diesem juristischen Dokument etwas sehr Nüchternes. Es ist das verbindliche Versprechen, dass man die Grundlagen dieses Staates respektiert und schützt. Mhm. Der Kernsatz lautet eigentlich, dass du bestätigst, dass du keine extremistischen Bestrebungen verfolgst oder unterstützt. Du sagst dem Staat damit also im Grunde, ich werde die Spielregeln dieses Landes nicht angreifen. Genau das ist es. Lass uns da mal diese beiden Begriffe kurz greifbar machen. Extremistisch und Bestrebungen. Weil wenn ich im Alltag extrem höre, denke ich an extremen Sport oder extremes Wetter. Ja, klar. Aber hier geht es um extreme politische Ziele. Richtig, wir bewerten das hier natürlich komplett neutral. Wir schauen uns nur an, was der Text dazu sagt. Verstehe. Und die oft bereit sind, Gewalt einzuwenden, um politische oder ideologische Ziele durchzusetzen. Und das Wort Bestrebungen? Das ist einfach der juristische Begriff für Aktivitäten, Pläne oder zielgerichtete Bemühungen. Wer also extremistische Bestrebungen verfolgt, der hat nicht nur irgendwie eine kritische Meinung im Kopf, sondern der arbeitet aktiv daran, diese fundamentalen Regeln auszuhebeln. Ganz genau. Aber bevor wir uns ansehen, welche Regeln das im Detail sind, gibt es noch einen wichtigen Punkt zur Vergangenheit der Antragsteller. Ah ja, stimmt. Weil viele Menschen haben ja ein langes Leben hinter sich, bevor sie diesen Antrag überhaupt stellen. Genau. Der Text spricht nämlich den Fall an, dass jemand früher vielleicht einmal an solchen extremistischen Bestrebungen beteiligt war. Und wie geht der deutsche Staat damit um? Ist die Tür zur Einbürgerung dann für immer verschlossen? Nicht zwangsläufig für immer. Aber die Hürde wird natürlich enorm hoch. Der Text fordert, dass die Person glaubhaft machen muss, dass sie sich davon abgewandt hat. Der Staat erkennt also an, dass Menschen Fehler machen und sich ändern können? Ja, aber, und das ist das entscheidende Detail, die Beweislast liegt komplett bei dir. Glaubhaft machen bedeutet also, ich kann nicht einfach in das Büro spazieren und sagen, sorry, das war früher, heute bin ich brav? Nee, das reicht auf keinen Fall. Ich brauche eine echte, nachvollziehbare Abkehr. Lass uns das mal in ein alltägliches Bild übersetzen. Gerne.
Stell dir vor, du ziehst in eine Wohngemeinschaft, also eine WG. Okay. Du willst da friedlich mit anderen unter einem Dach leben. Du musst den Mietvertrag unterschreiben und da steht drin, dass du das Haus nicht zerstörst. Logisch. Wenn die anderen Mitbewohner aber wissen, dass du in deiner letzten WG mit einem Vorschlaghammer die Wände eingerissen hast, Ja, dann werden sie dich eher nicht aufnehmen. genau, es sei denn, du kannst absolut stichhaltig beweisen, dass du das nie wieder tun wirst, dass du deine Einstellung komplett geändert hast. Das ist eigentlich eine sehr treffende Analogie. Der Staat ist quasi diese WG und das Grundgesetz, das sind die Hausregeln. Die Hausregeln. Ja, und das bringt uns direkt zu der Frage, was diese Hausregeln im Detail eigentlich sind. Was genau schützt die Loyalitätserklärung? Also das erste große Schutzgut im Text ist die sogenannte freiheitliche demokratische Grundordnung. Oft auch einfach FDGO abgekürzt, genau. Wir haben den Begriff ja schon mal gestreift, aber hier wird er sehr konkret. Der Text verlangt, dass man keine Bestrebungen unterstützt, die sich gegen diese Ordnung richten. Welche Worte benutzt das Dokument da genau? Der Text spricht hier von der Beseitigung und der Umgestaltung dieser Ordnung. Das sind zwei separate juristische Konzepte. Okay, Beseitigung ist wahrscheinlich das Offensichtlichere, oder? Ja, relativ eindeutig. Es geht um den kompletten Abriss. Jemand möchte die Demokratie, das Parlament und freie Wahlen komplett abschaffen. Das ist also der Vorschlagshammer in der WG? Richtig. Das Haus wird quasi abgerissen und durch etwas völlig anderes ersetzt. Aber was ist dann die Umgestaltung? Weil das Wort klingt eigentlich fast harmlos, so wie wenn ich mein Wohnzimmer neu umgestalte. Im normalen Sprachgebrauch schon, ja. Aber im Amtsdeutsch dieses Dokuments ist eine Umgestaltung hochgradig gefährlich. Okay, warum? Es bedeutet, dass jemand vielleicht nicht sofort das ganze System abschaffen will, aber er möchte die Ordnung schrittweise in ein System umwandeln, das am Ende nicht mehr mit der Demokratie vereinbar ist. Ah, also so schleichend. Genau, man nutzt vielleicht sogar bestehende Gesetze, um die Demokratie von innen heraus auszuhöhlen, bis am Ende eine Diktatur daraus geworden ist. Wow, okay. Das ist streng verboten. Aber da muss ich mich als Bürger jetzt fragen, wo ist da eigentlich die Grenze? Wie meinst du das? Naja, Demokratie lebt doch von Veränderung. Wenn ich jetzt auf die Straße gehe und demonstriere, weil ich das Steuersystem ungerecht fände oder weil ich eine komplett andere Politik will, ist das dann schon eine verbotene Umgestaltung? Darf ich dieses Land überhaupt noch kritisieren? Das ist eine ganz essentielle Trennlinie, die wir hier ziehen müssen. Du darfst das Land und die Gesetze absolut scharf kritisieren. Puh, okay. Ja, das Grundgesetz garantiert dir die Meinungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit. Du darfst protestieren, du darfst laut sagen, dass die Politiker schlechte Arbeit leisten. Das fällt alles unter das demokratische Zusammenleben. Exakt. Die Grenze verläuft genau dort, wo nicht mehr der Inhalt eines Gesetzes kritisiert wird, sondern wo die Spielregeln der Demokratie selbst abgeschafft werden sollen. Kritik zielt darauf ab, das Haus zu verbessern. Ja, Und Extremismus zielt darauf ab, das System zu beenden, damit in Zukunft niemand mehr kritisieren darf. das hast du sehr gut zusammengefasst. Die Demokratie erlaubt den Streit, aber sie schützt sich davor, abgeschafft zu werden. Aber in der Erklärung geht es ja nicht nur um abstrakte Systeme, es geht auch um die physische Existenz des Landes. Richtig. Der nächste Abschnitt. Da heißt es nämlich Schutz für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes. Wir müssen uns diese beiden Wörter Bestand und Sicherheit sehr genau ansehen. Weil wir das im Alltag oft in einen Topf werfen, oder? Genau. Aber juristisch sind das zwei völlig unterschiedliche Dinge, gegen die der Staat sich absichern muss. Also wenn ich das Wort Bestand höre, denke ich, naja, an den Bestand von Waren in einem Lager. Aber hier geht es um Geografie, richtig? Im Kern ja. Der Bestand des Bundes meint die staatliche Existenz der Bundesrepublik in ihren jetzigen Grenzen. Wenn jemand den Bestand gefährdet, dann will er zum Beispiel Deutschland unter fremde Herrschaft stellen. Ein anderes Land soll die Kontrolle übernehmen. Oder es geht darum, die staatliche Einheit zu zerschlagen? Also, dass jemand versucht, ein bestimmtes Bundesland gewaltsam von Deutschland abzutrennen. Völlig korrekt. Jede Handlung, die das Staatsgebiet aufteilen will, richtet sich gegen den Bestand. Das ist also der Erhalt des Grundstücks und der Außenmauern unseres Hauses, um bei der WG zu bleiben. Genau. Und was bedeutet dann der zweite Begriff, die Sicherheit? Das Haus steht also noch? Aber was fehlt dann? Bei der Sicherheit geht es um die Funktionsfähigkeit des Staates. Das Territorium bleibt unangetastet, aber das Land kann im Inneren nicht mehr funktionieren. Wie kann man sich das vorstellen? Es geht um Aktivitäten, die die staatlichen Einrichtungen massiv stören.
Ein Staat muss ja seine Bürger schützen und die Infrastruktur betreiben können. Also Krankenhäuser, Stromnetze und so weiter. Richtig. Als primäres Beispiel nennt das Dokument hier explizit terroristische Anschläge. Ah, okay. Um bei unserem Bild zu bleiben, Bestand bedeutet, das Haus steht und niemand reißt ein Timmer ab. Ja, Und Sicherheit bedeutet, dass im Haus der Strom fließt, das Wasser funktioniert und die Bewohner ohne Angst durch die Flure gehen können. sehr schönes Bild. Ein Anschlag verändert nicht die Grenze auf der Landkarte, aber er zerstört die Sicherheit im Inneren. Verstehe. Und genau diese beiden Säulen muss man mit seiner Unterschrift respektieren. Ganz genau. Aber was nützt das beste Land, wenn die Menschen, die es verwalten sollen, handlungsunfähig sind? Das führt uns direkt zum nächsten Punkt, dem Schutz der sogenannten Verfassungsorgane. Ein ziemlich sperriges Wort, finde ich. Ja, da hast du recht. Der Text schützt die, ich zitiere, Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes. Lass uns das mal entwirren. Mit Verfassungsorganen sind die höchsten Institutionen gemeint, also die Regierung, das Parlament, der Bundestag oder auch Gerichte. Genau. Und die Amtsführung ist einfach die tägliche Arbeit, die diese Politiker und Richter leisten. Und diese Arbeit ist ja extrem wichtig für die Demokratie. Absolut. Wenn Politiker Entscheidungen treffen, müssen sie das frei von Zwang tun können. Der Text verbietet Handlungen, die auf eine ungesetzliche Beeinträchtigung dieser Amtsführung gerichtet sind. Das Dokument nennt da ja ein sehr konkretes Beispiel, nämlich die Nötigung. Und als Opfer wird da der Bundespräsident genannt. Richtig. Nötigung ist ein Begriff aus dem Strafrecht. Den müssen wir dringend in einfachem Deutsch erklären, ohne wie so ein Wörterbuch zu klingen. Also, Nötigung bedeutet, dass sich eine Person mit Gewalt oder Drohungen dazu zwinge, etwas zu tun, das sie gar nicht tun will. Genau. Übertragen wir das mal auf die Politik. Stell dir vor, eine extremistische Gruppe fordert, dass ein bestimmtes Gesetz nicht verabschiedet wird. Okay. Anstatt nun friedlich zu demonstrieren, bedrohen sie Abgeordnete mit Gewalt. Oder sie umstellen das Haus des Bundespräsidenten und drohen mit Angriffen, falls er etwas unterschreibt. In dem Moment entscheidet also nicht mehr das Recht, sondern pure Erpressung. Exakt. Das greift auch wieder unseren Punkt von vorhin auf. Die Regierung in Zeitungsartikeln zu kritisieren, ist legaler Protest. Aber einem Minister körperliche Gewalt anzudrohen, ist Nötigung. Und damit ein direkter Angriff auf den Staat. Deshalb steht das in der Loyalitätserklärung so prominent weit oben. Wahnsinn, wie detailliert das ist. Aber bisher haben wir uns ja eigentlich nur darauf konzentriert, was innerhalb von Deutschland passiert. Ja, das stimmt. Aber die Erklärung hat noch eine andere, sehr spannende Dimension. Sie betrifft das Verhalten gegenüber der restlichen Welt. Der Text spricht von den auswärtigen Belangen der Bundesrepublik. Dieser Punkt überrascht viele Antragsteller. Es geht auf einmal um internationale Verantwortung. Was genau bedeutet das? Das Grundgesetz verlangt, dass Deutschland einem friedlichen Zusammenleben der Völker dient. Das verbietet Aktivitäten, die sich gegen dieses friedliche Zusammenleben richten. Ganz konkret nennt der Text die Anwendung von Gewalt, die in die inneren Verhältnisse eines anderen Staates eingreift. Wenn ich das richtig verstehe, sagt Deutschland hier also, wir möchten nicht, dass von unserem Staatsgebiet aus Konflikte in anderen Ländern befeuert werden. Genau. Das gute Verhältnis zu ausländischen Regierungen darf nicht dadurch gestört werden, dass hier in Deutschland extremistische Pläne geschmiedet werden. Aber da hake ich jetzt mal kritisch ein. Okay, schieß los. Wenn ich friedlich in München in meinem Wohnzimmer sitze, aber im Internet zu einem bewaffneten Umsturz in meinem früheren Heimatland aufrufe. Ich greife doch in Deutschland gar niemanden an. Das passiert ja alles tausende Kilometer weit weg. Interessiert das die deutsche Behörde überhaupt? Es interessiert die Behörde nicht nur, es ist ein absolutes Ausschlusskriterium für deine Einbürgerung. Wirklich? Ja. Die Formulierung ist kompromisslos. Die Gewalt selbst muss überhaupt nicht in Deutschland stattfinden. Es reicht völlig aus, wenn von hier aus, also aus deinem Wohnzimmer in München, Vorbereitungen für diese Gewalt getroffen werden. Wow, okay. Deutschland weigert sich schlichtweg, ein sicherer Rückzugsort für Menschen zu sein, die von hier aus Unruhe in der Welt stiften. Das ist ein unfassbar wichtiger Punkt für das Verständnis. Vorbereitungen auf deutschem Boden reichen schon aus. Und der Text wird da ja auch sehr detailliert. Er nennt nicht nur Aufrufe zur Gewalt. Nein, er listet auch ganz praktische Dinge auf. Zum Beispiel die Beschaffung finanzieller Mittel für eine militante Organisation. Wer also auf der Straße oder im Internet Spenden sammelt und das Geld an eine extremistische Gruppe im Ausland überweist, der bricht die Loyalitätserklärung. Sofort. Und das Gleiche gilt auch für Materialien, oder? Der Text spricht da von der Beschaffung sonstiger Güter. Ganz genau.
Das können Waffen sein, das kann Funktechnik sein oder Computer für Cyberangriffe. Egal was es ist. Wenn es dazu dient, eine extremistische Gruppe im Ausland funktionsfähig zu machen, ist es strengstens verboten. Okay, wir haben jetzt aber sehr, sehr detailliert erarbeitet, welche Systeme und Prinzipien geschützt werden sollen. Aber für den Zuhörer, der das Formular ausfüllt, stellt sich jetzt noch eine ganz praktische Frage. Ja, nämlich, wie man sich strafbar macht. Genau. Der letzte Abschnitt behandelt ja die Frage, was bedeuten diese Wörter verfolgen oder unterstützen eigentlich rein rechtlich? Weil, wenn wir über Extremismus sprechen, haben viele Menschen das Bild von festen Strukturen im Kopf. Also geheime Treffen, Mitgliedskarten, offizielle Organisationen. Ja, das klassische Vereinsbild. Gilt das Verbot der Loyalitätserklärung nur, wenn ich einen Mitgliedsausweis von so einem Verein besitze? Das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Der Text teilt das in verschiedene Ebenen auf. Natürlich ist die Ebene der Organisationen abgedeckt. Also wenn man da offiziell mitmacht. Genau. Wer eine Funktionärstätigkeit ausübt, also eine Führungsposition hat oder auch nur einfaches Mitglied ist, der verstößt gegen das Gesetz. Aber das ist eben nur die eine Seite der Medaille. Der Text spricht ja explizit von eigenen Handlungen außerhalb von Organisationen. Und genau hier schließt der Staat eine wichtige juristische Lücke. Weil man keinen Verein braucht, um Extremist zu sein. Richtig. Der Staat schaut auf die reine persönliche Tatkraft des Einzelnen. Wenn du ganz alleine, ohne jegliche Organisation, extremistische Propaganda im Internet verbreitest oder Spenden überweist, dann reicht das völlig aus. Um das klar zusammenzufassen, niemand kann sich hinter der Ausrede verstecken, er sei doch gar nicht offiziell Mitglied in einem bösen Verein. Nee, das zieht nicht. Der Staat sagt durch diesen Text quasi, deine Taten zählen. Egal, ob du sie in einer Gruppe planst oder nachts alleine am Laptop ausführst. Eine wirklich perfekte Zusammenfassung. Und damit haben wir die gesamte Tiefe dieses zweiten Teils der Erklärung auch schon ausgeleuchtet. Wer verstanden hat, was Beseitigung und Umgestaltung der Demokratie bedeuten. Und wer den Unterschied zwischen dem physischen Bestand und der Sicherheit kennt und weiß, dass auch Vorbereitungen für Gewalt im Ausland verboten sind, der hat den Kern dieses Dokuments verstanden. Absolut. Wenn du uns bis hierhin gefolgt bist, dann hast du nicht nur ein komplexes Stück Amtsdeutsch entschlüsselt, sondern du bist wirklich exzellent auf den Einbürgerungsantrag vorbereitet. Es geht eben nicht darum, blind ein Blatt Papier zu unterschreiben. Du gehst einen rechtlichen Vertrag mit deinem zukünftigen Heimatland ein. Zu wissen, welche Versprechen du dort abgibst, ist einfach der erste Schritt eines verantwortungsvollen Bürgers. Ganz genau. Bevor wir unsere heutige Analyse jetzt aber abschließen, möchte ich dir noch einen provokanten Gedanken mitgeben. Oh, sehr gerne. Wir haben ganz am Anfang über den Umgang mit der Vergangenheit gesprochen. Erinnerst du dich? Ja, dass man sich glaubhaft von früheren Bestrebungen abgewandt haben muss. Genau. Überleg mal für dich selbst, wie beweist man eigentlich sein eigenes Gewissen? Wie macht man einen inneren Sinneswandel, eine echte Veränderung im Kopf, auf einem simplen Stück Papier für eine Behörde glaubhaft? Das ist wirklich eine profunde Frage. Wie macht man so eine innere Einsicht überhaupt messbar für die Bürokratie? Ein faszinierendes Spannungsfeld, über das du mal in Ruhe nachdenken kannst. Ein wunderbares Thema, um das sacken zu lassen, wenn diese Lektion gleich vorbei ist. Und das ist sie jetzt nämlich. Wir sind am Ende unseres tiefen Einblicks angelangt. Schön, dass du dabei warst. Ja, bevor du jetzt in deinen restlichen Tag startest, hier nochmal unsere abschließende Bitte. Wenn dir diese extrem detaillierte Erklärung heute geholfen hat, dann zeig es uns. Abonniere Deutsch klingt. Lass einen Daumen nach oben da und schreib uns deine Gedanken in die Kommentare. Vielleicht genau zu der Frage, die wir gerade aufgeworfen haben. Wie beweist man einen inneren Wandel? Da sind wir unglaublich gespannt auf deine Perspektive. Und vergiss nicht, diese Lektion mit allen Freunden zu teilen, die auch Deutsch lernen und den Einbürgerungstest machen wollen. Jede Unterstützung hilft uns sehr. Wir danken dir für deine Aufmerksamkeit, dein Vertrauen und deine Zeit. Bleib neugierig, lerne weiter und wir freuen uns schon darauf, dich beim nächsten Mal wieder bei Deutsch klingt begrüßen zu dürfen. Bis zur nächsten ausführlichen Lektion.